Mir geht es wirklich sehr, sehr gut und bin sehr, sehr stolz, was man als Fußballgemeinschaft, aber speziell wir als Borussia Mönchengladbach geleistet haben. Nach dem Spiel bin ich in die Kabine, dann lief die Musik laut und du hast gemerkt, okay, was Besonderes ist geschafft. Und dann bin ich nachher nochmal raus zu den Fernsehinterviews und du kommst in ein totes Stadion, in Anführungsstrichen. Also es war schon sehr, sehr skurril und trotzdem hast du gefeiert, weil du eben sportlich was Außergewöhnliches geschafft hast. Wir haben uns alle gefühlt wie in einem schlechten Horrorfilm. Also es war alles surreal. Ich als Fanbeauftragter in der Abteilung Fanarbeit. Ich gehe hier als letztes vom Bord. Dann kommt der Chef oder das Präsidium. Aber Fans werden ja immer da sein, also werden wir immer Arbeit haben. Fanarbeit. Und plötzlich, nö, keine Fans. Keine Fans, keine Arbeit. Die schwierigste Zeit war direkt mit dem Shutdown, wo keiner genau wusste, was passiert auf der Welt. Und jetzt habe ich gar nicht so sehr an den Fußball gedacht, sondern was passiert auf der Welt. Ich war vor allem sehr, sehr froh, dass diese Evolution, so haben wir es ja vor der Saison gesagt, eine Evolution, die wir vornehmen wollen. Wir wollen keine Revolution machen, wir machen ja nichts markant anderes, dass diese Weiterentwicklung eingesetzt hat, stattgefunden hat. Das hat mir doch im Winter ein sehr, sehr gutes Gefühl gegeben und darüber habe ich mich sehr, sehr gefreut. Wir haben, glaube ich, alle im Dezember, Januar wahrgenommen, dass es diesen Virus gibt. Ich kann nur für mich sprechen, habe ihn sehr, sehr weit weg gesehen. Und als es dann immer näher kam, dann hat man sich damit befasst. Da war uns auch noch nicht bewusst, was das alles bedeutet. Wir hatten wirklich ein bisschen Probleme, aus der Winterpause rauszukommen, haben wir dann ordentliche Punkte danach und haben in Leipzig ein sehr, sehr gutes Auswärtsspiel gemacht. Gerade die erste Halbzeit war wirklich top. Das war Wahnsinn, weil Leipzig war in einer super Verfassung zu dem Zeitpunkt und wir haben eine überragende erste Halbzeit gespielt. Mit viel Mut, mit viel Qualität, Tore geschossen, Chancen kreiert. Das war auch für mich eine der besten Halbzeiten, die ich bei der Borussia erlebt habe. Schade, dass wir da durch die Unterzahl dann am Ende nur einen Punkt mitgenommen haben, aber es war wirklich dann so der Startschuss für eine doch ganz ordentliche Rückrunde. Ich habe es das erste Mal klar auch in der Zeitung mitbekommen, wo man darüber geschrieben hat, wie in China ein Virus umhergeht. Und viele haben gesagt, ja, das ist so weit weg, wird uns nicht betreffen. Das haben nicht viele ernst genommen damals und dann ging es ja dann relativ schnell. Es war ja auch die Thematik mit der Karnevalsveranstaltung in Gangelt, in Heinsberg, was ja auch bei uns sehr, sehr nahe war. Und meine Eltern haben mich auch immer wieder angerufen und haben gesagt, dazu geht's mir gut, ist alles in Ordnung. Und dann hast du schon gemerkt, dass jetzt eben die ersten, ja, wie heißt es so schön, dass die Einschläge jetzt näher kommen, dass es wirklich jetzt bei dir vor der Haustür ist. Jetzt geht's los. Diese ominöse Grippe, die hat sich dann, wie wir heute alle wissen, als weltweite Pandemie herausgestellt. Und ernst wurde es bei uns dann Anfang März, als wir dann auch von der Liga so die Auswirkungen auf die Fernsehgeldverträge, auf die Fernsehverträge mitbekommen haben. Wir hatten dann das Nachwuchsspiel am 11. März und das war ein Geisterspiel, ein Derby als Geisterspiel. Das war auf der einen Seite eine tolle Begrüßung, weil dann doch ein bisschen Emotionen kamen vor dem Spiel, das haben wir gebraucht. Auf der anderen Seite war es wahrscheinlich nicht so intelligent, dass sich da eine Gruppe hingestellt hat, aber wir haben das natürlich, uns hat es gefreut. Ich meine, das ist immer schön, wenn die Zuschauer schon nicht ins Stadion dürfen. Nach dem Spiel haben die Fans uns gefeiert. Und auch da hat man noch null Gedanken gehabt, dass das jetzt gerade nicht gut ist, was wir machen, oder dass das nicht intelligent ist, sondern wir haben einfach gefeiert. Wir haben diesen Derby-Sieg mit den Fans gefeiert, so wie das normalerweise im Stadion passiert. Und das war ja eine neue Situation. Das war das erste Geisterspiel der Bundesliga-Geschichte. Und zu dem Zeitpunkt gab es, wie gesagt, noch keine Kontaktverbote. Und von daher war es völlig legitim, hier draußen Rambazamba zu machen. Bei
allen ist das Gefühl noch nicht angekommen, es ist gefährlich, was wir da gerade tun. Deswegen den Vorwurf möchte ich so nicht stehen lassen. Im Nachgang kann man leicht sagen, ja, man hätte. Nein, damals wussten wir nicht und damals war es auch nicht verboten. So ein Fußballspiel wirkt natürlich auch noch mal ganz anders ohne Fans. Also hätten wir das gleiche Spiel mit Fans gesehen und mit Bombenstimmung, hätten wahrscheinlich danach alle gesagt, was ein cooles Derby. Aber da die Fans nicht da waren. Und nach dem Spiel, die nächsten Tage, sind dann anders gelaufen, als das alle erwartet haben. Wir hatten Freitagmorgens Gottesdienst im Kindergarten und da sind wir mitgegangen. Und da war dann der Beschluss vom Landesministerium NRW, dass der Kindergarten zumacht. Und das war so das erste Anzeichen, wo ich dachte, okay, jetzt ist nicht mehr zu scherzen mit der ganzen Sache. Jetzt sind wir mittendrin. Es wurde uns dann auch allen klar, so wie es in ganz Deutschland klar geworden ist, ein normales Weiter so, das wird sehr schwierig werden. Wir haben den Spielbetrieb erstmal unterbrochen. Dann natürlich auch die Absage des Bundesligaspieltags. Und diese Kombination hat uns dann so ein bisschen, ja, nicht Angst gemacht, aber schon so ein bisschen Vorsorge der ganzen Situation gegenüber. Es wurde uns bewusst oder allen bewusst, okay, das wird uns auch treffen. Es hat viele Infizierte, es hat viele, die auch schwer krank waren, die auch gestorben sind daran. Und ja, dann hat man sich auf einmal mehr damit befasst natürlich und sich Gedanken darüber gemacht. Wir hatten dann Montag unsere Sitzung bei der DFL, wo uns dann reinen Wein eingeschenkt wurde, was das alles jetzt bedeuten kann, was bedeutet Abbruch für die Bundesliga, was bedeutet das fernsehgeldtechnisch. Wenn Sie mich heute danach fragen würden, ob ich im Januar schon mir hätte vorstellen können, dass wir ein solches Szenario so bis jetzt überstanden haben auf die Art und Weise, hätte ich gesagt, pah. In dem Moment, wo die Entscheidung der DFL und des DFB dann auf dem Tisch lag, jetzt den Spielbetrieb zu unterbrechen, das war dann so der Paukenschlag, wo wir gewusst haben, okay, diese Situation, das ist ernst, das war noch nie da. Diese Sitzung war Montag, die wir für alle ernüchternd, aber total klar und realistisch. Also irgendwelche Traumschlösser zu bauen nach dem Motto, ja, das klappt schon alles irgendwie, dann glaube ich, dann gäbe es den Fußball heute nicht mehr, morgen auch nicht mehr. Mitte März sind wir direkt losmarschiert und haben gesagt, wir wollen Infektionswege nach Möglichkeit unterbrechen. Wir haben die Mannschaft abstrahiert mit dem ganzen Trainerteam. Wir haben Laufwege hier unterbunden im Haus. Wir haben einen großen Teil der Kolleginnen und Kollegen haben wir in Kurzarbeit nach Hause geschickt, entweder in Kurzarbeit oder ins Homeoffice. Wenn ich 1.500 oder 2.000 Euro netto verdiene, habe damit meine Fixkosten zu decken, habe mein Leben zu leisten und mir werden aufgrund von Kurzarbeit dann eben fast 33%, also 1/3 meines Nettogehalts genommen, ja, dann kann sich jeder, und das weiß jeder, dann wird es sehr, sehr schnell, sehr, sehr eng. Nicht bei uns Fußballern, aber bei dem Lageristen, bei der Rezeptionistin, bei den Buchhaltern, bei allen, die hier bei uns arbeiten. Die Mannschaft hat sofort den Verein angesprochen, den Max angesprochen, hat gesagt, was können wir tun, gerade wenn wir in Kurzarbeit gehen. Wir wollen nicht, dass Mitarbeiter von Borussia Mönchengladbach vielleicht zu leiden haben. Wir haben dann darüber diskutiert und haben danach uns mit der Mannschaft zusammengesetzt, wie wir da helfen können und haben gedacht oder haben dann entschlossen, dass wir da ein Stück weit auf Gehalt verzichten, um das Ganze auszugleichen. Und wir haben, ich glaube, eine Woche oder 14 Tage später ein sehr, sehr emotionales Video bekommen von den Mitarbeitern. Ich glaube, viele, wenn nicht sogar alle, so ein bisschen mal schlucken mussten und sich bewusst wurden, was wir damit eigentlich Tolles geleistet haben. Und das war echt ein schöner Moment. Deswegen ein fettes Danke, nicht nur von mir, sondern auch von ganz vielen anderen. Vielleicht nehmt ihr euch die Zeit. Seid ihr bereit? Los geht's. Mir fehlen eigentlich die Worte, deswegen gucke ich mal in einer Fachzeitschrift nach, was die zu diesem Thema schreiben. Die Entscheidung, die ihr für Borussia und für uns Mitarbeiter getroffen habt, ist nicht selbstverständlich. Das wissen wir. Und ich glaube, das ist das, was in dieser schwierigen Zeit gerade angesagt ist. Und ihr lebt das beispiellos vor. Vielen, vielen Dank an alle. Von Herzen, Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Wir wissen das sehr, sehr zu schätzen. Danke dafür. Weißt du, was meine Spieler aus der U14 dazu sagen würden? Was? Dass es voll die Ehrenmänner sind. Vor der Corona-Krise lief es ganz ordentlich für mich persönlich. Ich habe da echt ordentlich getroffen. Aber ja, das können wir ja nicht beeinflussen. Wir haben sie hingenommen. Ich glaube, insgesamt war es schwierig für alle Mannschaften, für alle Sportler, dann erstmal komplett runterzufahren, dann sich selbst fit zu halten.
Wir haben Programme bekommen, jeder hatte ein Fahrrad zu Hause, wir konnten uns so individuell fit halten. Einfach so lange, weil es war ungewiss. Man hat uns gesagt, okay, wir halten uns fit, wir bleiben zu Hause, keine Kontakte zu irgendwelchen anderen Personen und einfach abwarten, wie lange das dauert. Wirklich auf ganz niedrigem Level mit Einzeltrainingseinheiten angefangen, wo die Spieler und Staff überhaupt keinen Kontakt zueinander hatten. Und man muss sich vorstellen, so eine Mannschaft ist eben keine homogene Gruppe. Ne? Also das sind auf der einen Seite Spieler mit drin, die stark verängstigt waren und ihre Angst eben auch zum Ausdruck gebracht haben. Ich habe probiert, ich persönlich einfach wenig einkaufen zu gehen oder fast gar nicht. Oder wenn, dann mit Handschuhen und mit Mundschutz. Ich habe probiert, fast keine Freunde zu treffen, wo ich nicht wusste, ja, mit wem sie Kontakt haben. Natürlich ist das einschneidend, klar. Was unsere Fans auch durchgemacht haben, indem sie nämlich das, was ihnen lieb und teuer und wichtig war, mit ihrer Mannschaft zu fiebern, das wurde ihnen ein Stück weit genommen. Wenn sie uns dann unterstützen, wenn sie auf Dauerkartenrückzahlungen verzichten, wenn sie auf Tageskartenrückzahlungen verzichten, nochmal ein ganz besonderer Dank an diese Fans und das gibt einem einfach auch die Kraft, diesen doch so schweren Weg durchzumarschieren. In guten Zeiten sagt jeder, ja klar, man hat Erfolg, jeder möchte dabei sein, jeder möchte partizipieren an einer schönen Zeit. Aber ich denke, diese 2-3 Monate, wo dann eben das alles publik wurde, wie die Mitglieder dann eben zugewachsen sind bei uns, wie Menschen auf Ticketpreise verzichtet haben, wie Sponsoren sich bereit erklärt haben, trotzdem, obwohl die Leistungen vielleicht etwas eingeschränkter sind, trotzdem auf dem Paket, was sie uns gebracht haben, zu bleiben. Jetzt kann man es eben wirklich nochmal unterstreichen, das, was wir im Grunde schon seit Jahren sagen, dass es ein besonderer Club ist. Ja, wir sind ein besonderer Club. Es ist so, dass ein Pärchen aus Berlin da diese Idee hatte, die Leute im Stadion doch vielleicht doch zu verewigen, wenn sie doch so Bock haben, im Stadion dabei zu sein. Wir können ja hier Ideen haben, wir können aber das Stadion nicht missbrauchen für unsere Ideen. Da muss Borussia ja auch mitziehen. Als ich seinerzeit angesprochen worden bin, kann man sich das vorstellen, bei Borussia Mönchengladbach das Stadion dafür herzugeben. Da war das eine Selbstverständlichkeit, ja zu sagen, aber diese Idee, diese pfiffige Idee, dann über das Fanprojekt hier hineinzubringen, das ist schon was ganz Besonderes und das ist Borussia Mönchengladbach. Und Borussia hat von Anfang an klar gesagt, okay, wir finden die Idee gut. Klar, Borussia Stiftung bekommt auch ein bisschen was davon ab. Aber ihr müsst das alleine machen. Borussia hat damit nichts zu tun. Dass das dann so angenommen wurde von der Fanszene und dass so viele Fans mitgemacht haben und diese 19 € bezahlt haben, wo halt die Herstellungskosten ungefähr bei 12,50 liegen, der Rest sind alles Spenden. Ne? Das hat ja keiner voraussehen können. Und was ich noch viel fantastischer finde, ist natürlich die Menge der Leute, die dir geholfen haben. Mein erster Gedanke, was haben sie jetzt schon wieder vor? Aber je mehr es wurde, umso besser sah es aus. Die ganzen Helfer, diese ganzen Holzkonstruktionen, die da gebaut werden mussten, diese ganze wahnsinnige Aktion, das haben alles Fans gemacht. Wir haben so wenig Kontakt mit den Fans und da finde ich dieses Statement im Stadion trotzdem Präsenz zu zeigen, finde ich so eine super Idee. Und jeder, der dort reingeht, spürt, wie viele Leute uns trotzdem unterstützen und trotzdem teilhaben wollen. Und deswegen, ich finde das einfach klasse. Ich habe schon viel erlebt, ne? Also in den letzten 20 Jahren oder 25 Jahren. Und auch die Presseabteilung von Borussia, denke ich. Aber dass hier auch, was weiß ich, wie Magazine, Time Magazine oder aus allen Herrenländern, von Brasilien über Kolumbien, über natürlich auch die ganzen EU-Länder Anfragen kamen zu dem Thema. Jetzt gibt es mittlerweile Nachahmer auf der ganzen Welt. Mein eigener Patensohn sitzt in Santa Barbara und sagt, was habt ihr denn da gemacht? Meine Eltern waren fast die Ersten, wo mir angerufen haben und gesagt, wir haben eine Pappfigur bestellt. Das ist schön, die sitzen jetzt hinter meinem Tor und ja, ist cool. Natürlich machst du deinen Businessplan bis zum 30.06. Und natürlich machst du den Businessplan nicht mit einem Einschlag, der für alle völlig unberechenbar und nicht kalkulierbar war. Das ist eine wirtschaftlich sehr anstrengende Situation. Sie ist nicht existenzbedrohend, das haben wir immer gesagt, aber wir werten ab, wir sagen substanzbedrohend. Das heißt, das, was wir uns geschaffen haben, das Fett, was wir uns auf die Rippen gespart haben, das schmilzt so langsam durch Corona ab. Natürlich muss man daraus Lehren ziehen. Es ist auch schön, dass diese Menschen jetzt sagen, ja, aber der Fußball, es ist unverständlich. Ich habe alle Branchen gesehen, die um ihr Überleben gekämpft haben. Ich habe alle Menschen gesehen, die auf einmal richtig ins Rudern gekommen sind. Und natürlich bleibt der Fußball da nicht aus. Natürlich weiß ich, dass im Fußball sehr, sehr viel Geld bezahlt wird.
Es hat aber damit zu tun, dass es eben ein extrem großes Interesse gibt an diesem Sport. Fernsehgelder, es sind Zuschauergelder, es sind Sponsorengelder, es sind aber auch Catering-Einnahmen, es sind Veranstaltungen, die wir hier nicht durchführen können. Es ist auch das Hotel, was nicht geöffnet hatte. All diese Sachen, und das ist viel, viel Geld für Borussia Mönchengladbach, und das müssen wir irgendwie verdauen. Wir werden in einem relativ wahrscheinlichen Szenario einen Betrag von 40 Millionen Euro bis Ende dieses Jahres werden wir aufgrund der Pandemie nicht erwirtschaften können. Da muss man eben jetzt auch dann hingehen, da muss man sich vielleicht auch strukturell in der Lizenzierung nochmal das eine oder andere verbessern und anpassen, um eben solche Phasen, aus denen man lernen muss, auch zu überstehen. Das muss eine Folge für die Zukunft sein, dass man eben solche Fonds darstellen muss im Lizenzierungsverfahren. Irgendwann muss es weitergehen und irgendwann wird es weitergehen, auch wenn das noch für längere Zeit nur in kleinen Schritten sein wird, wofür wir alle Verständnis haben müssen und sicherlich auch haben. Wir wollten keine Sonderstellung, wir haben keine Sonderstellung, aber wir haben halt eine herausragende Struktur mit der DFL, wir haben Vereine, die gut strukturiert sind, und mir war klar, dass wenn so ein Konzept da ist und es von der Politik erlaubt werden würde, weil davon sind wir alle abhängig gewesen. Der Fußball hat kein Alleinstellungsmerkmal gehabt, sondern alle haben gehofft, dass irgendwann wieder gearbeitet werden darf. Und ich wusste aber, wenn das möglich ist, dann werden wir gut vorbereitet sein. Ja, wir hatten zunächst eine Pause, wo sozusagen überhaupt weder Trainings noch Spielbetrieb möglich war. Und dann ging das los mit den allerersten Möglichkeiten, die dann eben auch über die DFL kommuniziert wurden, mit Einzeltrainings, dann irgendwann später in Kleinstgruppen mit 2 bis 3 Spielern. Richtig effektives Training dann tatsächlich erst wieder als Mannschaftstraining dann unter diesem Taskforce-Konzept dann möglich war. Wir wurden jetzt zweimal die Woche getestet. Das ist ein Abstrich, eine Sache von 10 Sekunden. Verschiedene Esssäle gehabt. Also wir haben jetzt einen neuen Esssaal, wo wir weit auseinander sitzen. Dann eine Woche Quarantäne im Hotel vor dem ersten Spiel. Es ist so, dass ein Rachenabstrich entnommen wird, der dann in einem aufwendigen Verfahren, das nennt sich PCR, das ist ein sehr sensibles Testverfahren, dann eben analysiert wird. Das heißt, man kann sehr sicher sagen, wenn jemand so einen Abstrich bekommen hat, ob derjenige das Virus auf seiner Rachenschleimhaut trägt oder nicht. Und ja, hier haben wir schon einen, der für den Abstrich kommt. Is it with you or with someone else the corona test? Wir haben zum 1. Mai haben wir ein Trikot rausgegeben, einfach unzähmbar als Trotz, als Kraft gegen diese Pandemie, und haben gesagt, ein Obolus von 10 € wollen wir pro verkauften Trikot in den guten Zweck stecken. So war es uns möglich, 40.000 Schutzkittel an die Stadt Mönchengladbach zu übergeben, um im Endeffekt im Krankenhaus, in Altenheimen Menschen behandeln zu können, ohne dass das Personal, ohne dass das medizinische Personal sich infiziert. Und das sind dann so kleine Steine, die man hinzusteuern kann. Nach der Zeit war erstmal die Vorfreude riesig, mal wieder auf dem Platz zu stehen, mal wieder Fußball zu spielen, vor allem die anderen zu sehen. Dieses in Kontakt treten mit anderen Menschen ist ja das, was das Leben so ein bisschen auch ausmacht. Und dann hat man gemerkt, so peu à peu geht es in die richtige Richtung. Und danach natürlich auch die Vorfreude, ja, mal wieder ein Bundesligaspiel zu spielen. Uns war sehr, sehr wohl klar, dass jetzt die ganze Welt auf uns schauen wird. Und uns war klar, dass es bestimmt auch Menschen gibt, die uns scheitern sehen wollen. Und das ist ja, was bei uns Sportlern besondere Disziplin und Ehrgeiz hervorruft. Wir vermissen unsere Fans sehr, weil man erst dann merkt, was die Fans in einem Stadion ausmachen. Und auf einmal ist es weg. Mamadou hat leider eine Horrorzeit hinter sich mit einer Folge von schweren Verletzungen, die dazu geführt haben, dass er fast 3 Jahre lang nicht durchgehend am Trainings- und Spielbetrieb teilnehmen konnte. Verdient hätte er nicht nur 50, ich glaube 500.000 Menschen im Stadion, die ihm applaudieren. Aber ich hoffe, dass wir ihm als Mannschaft den Moment so besonders gemacht haben, wie er sich angefühlt hat. Mamadou ist ein großartiger Spieler. Ist ein großartiger Mensch, der in der Kabine einen ganz, ganz großen Stellenwert hat. Und dieser Moment dann des Einwechselns, das war für uns alle ein außergewöhnlicher Moment, der halt den Fußball wieder sehr, sehr speziell macht. Quelle sensation.
Was für ein Gefühl. Ich war wirklich der glücklichste Mensch auf der Welt. Ein Moment, auf den ich lange gewartet habe, 4 Jahre lang. Selbst ohne Fans war es wunderbar, ja magisch. Ich glaube, dass ich dieses Gefühl niemals in meinem Leben vergessen werde. Je pense que c'est un des sentiments que je pourrai jamais oublier de ma vie. Natürlich hatten wir auch 2, 3 Spiele in diesem Jahr, die nicht gut liefen. Aber im Großen und Ganzen ist es eine gute Saison, was die Bundesliga betrifft. Aber es war jetzt auch so in München, dass wir uns vorm Spiel gesagt haben, so ein Spiel in so einer leeren Allianz Arena mal mit deinen Kumpels, Kollegen gegen den FC Bayern München hat auch irgendwas Besonderes. Und so haben wir das Ganze angenommen und das war echt ein cooles Erlebnis. So, wer träumt nicht mal davon, mal mit ein paar Kumpels in der Allianz Arena zu kicken. Es waren jetzt sehr spannende Wochen, aber das Ziel ist klar. Wir wollen diese Champions League. Wir haben es schon öffentlich oft gesagt, dass wir in die Champions League wollen. Jetzt haben wir uns eine sehr, sehr gute Ausgangslage erarbeitet und das wollen wir auf jeden Fall vergolden. Die Idee ist herausragend, die Umsetzung ist herausragend, die Anzahl ist herausragend. Und natürlich verstehen wir die Botschaft, dass es optisch schön ist, aber dass natürlich der Fan uns im Stadion fehlt. Unser Sport existiert auch wegen den Menschen, die diesen Sport lieben und schauen wollen. Wie groß ist deine Anspannung jetzt vor diesem Spiel Samstag gegen Hertha und wie groß ist auch dein Optimismus, dass es am Ende klappt mit dem dicken Ding, Platz 4? Die Anspannung ist so wie vor jedem Bundesligaspiel, Pokalspiel, Europa-League-Spiel. Die ist eigentlich immer gleich bei mir. Das bedeutet ordentlich angespannt, aber auch mit der nötigen Lockerheit, mit dem nötigen Vertrauen in unsere Arbeit. Und der Optimismus ist natürlich groß. Also ich traue meiner Mannschaft alles zu. Ja, ich habe es ja letzte Woche nach Paderborn schon gesagt, wir sind ein cooler Haufen. Rafa ist einer meiner wahrscheinlich besten Transfers, nachhaltigsten Transfers, die ich hier tätigen durfte. Ich durfte einige tätigen, aber Rafa gehört ein Stück weit zu denen, die wirklich hier Fußstapfen hinterlassen haben. Nicht nur auf dem Platz, sondern neben dem Platz. Auch wenn Rafa nie ein großer Lautsprecher war, wenn er nie viel geredet hat. Aber allein der Spitzname, den er in der Kabine hat, Papi, sagt im Grunde alles. Marco bringt seine Idee des Fußballs in einer unglaublichen Art und Weise mit großem Enthusiasmus an die Mannschaft, an die Spieler. Und wir haben ja doch ab Mitte Oktober, dann September, eine Top-Performance geliefert und waren ja dann nicht umsonst 8-mal Tabellenerster. Dementsprechend muss ich im Nachgang sagen, vielen, vielen Dank, wer mir diesen geistigen Hinweis gegeben hat. Da ist noch einer, der sehr, sehr gut zu uns passen kann. Und dass wir es geschafft haben, es umzusetzen. Also es war für mich und für den Club ein Glücksfall. Und jetzt am Ende haben wir uns belohnt mit der Champions League. Und das ist was Außergewöhnliches, denke ich. Das ist das, was ich schade fände, wenn wir diese Zeit, die jetzt wirklich sehr, sehr einschneidend war für uns alle, nicht dazu führen würde, dass jeder in seinem kleinen Kreis, ich spanne wieder auf den Fußball, auch wir im Fußball, uns Gedanken machen, was ist vorher eigentlich als völlig gewohnt und normal mitgelaufen, was es aber nicht mehr ist und was wir daraus für Lehren ziehen. Und da ist schon, finde ich, dass wir alle
uns an die Nase packen sollten und einfach mal drüber nachdenken, wie kann die Welt danach sein? Weil sie wird anders sein. Da bin ich mir sehr, sehr sicher.